einer Jagdwaffe und mit einem Zielfernrohr. Ganz Neues für den Jäger. Dann drehe ich durch. 11,2 cm. 5, 6. Jupp! Hallo Jäger, ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute hier wieder von der Schießbahn in Namibia beim Bunsi. Optimale Bedingungen, um hier Produkte zu testen. Und ich habe heute die Ehre, ein Prototyp von DD Optics zu schießen. Ein absolutes Highlight, ein gigantisches Zielfernrohr, ein ganz neues für den Jäger, ein 2,5 bis 20 mal 56. Und dieses Zielfernrohr, also davon verspreche ich mir richtig viel, denn das ist also ultimativ powerful gebaut. Es ist sozusagen ein Ableger von dem Sportzielfernrohr DDMP, ein sehr erfolgreiches und absolut Qualitätszielfernrohr. Das schieße ich auf allen meinen Long-Range-Waffen. Das jetzt der jagdliche Ableger, wie gesagt, heute als Prototyp. Und ja, was kann das Glas? Auf jeden Fall erstmal natürlich 20-fache Vergrößerung, 56er Glas, extrem lichtstark. Ich werde es gleich ausprobieren. 34er Mittelrohrdurchmesser, hat einen extremen Verstellbereich von 100 Mohr. Das entspricht etwa 30 Mrad und ganz besonders auch hier NFX, das große Okular mit einem riesen Sehfeld. Ja, das so zu den Features. Hier so ein Verstellhebel ist auch dabei. Das finde ich auch sehr gut. Und ich habe dieses Zielfernrohr gerade hier montiert, ja, mit der Busch-Methode. Ich habe einen Drehmomentschlüssel mit, aber ich habe es wirklich hier ohne Wasserwaage. Ich habe das jetzt hier ausgerichtet anhand der Zielscheibe. Ich habe das mit 2 Newtonmeter Drehmoment angezogen und ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie das hier funktioniert. Ich habe ein Ziel und zwar möchte ich 500 Meter treffen. Ja, ich muss das Zielfernrohr jetzt einschießen, also ist noch komplett jungfräulich alles. Ja, und die Herausforderung heute, ja, ich möchte also wirklich hier auch ganz straffe Bedingungen schaffen für mich und das Material. Ich habe mir jetzt also 10 Patronen hier hingestellt, ELDX 143 Grain von Hornady. Ich schieße mit einer 6,5 Creedmoor und ich möchte heute 500 Meter treffen. Das ist mein Ziel. Ich weiß, dass die Waffe mit der Munition sehr gut schießt. Ja, wir haben hier natürlich wie immer strammen Wind von der Seite, aber das kenne ich mittlerweile. Und jetzt muss ich die Waffe erstmal einschießen. Ich richte die jetzt erstmal aus auf 100 Meter und mache mal den ersten Schuss auf die Scheibe und hoffe, dass der dann auch drauf liegt. Und der erste Eindruck hier ist wirklich richtig gut. Also extrem scharfes Bild. Parallaxe kann ich einstellen hier, wunderbar, und auch das ist ein wirklich riesen Sehfeld. Da kommen mir schon wieder so Ideen durch den Kopf, dass ich vielleicht hier mal ein bisschen so Bewegungsschießen mache. Auch Schärfe bis zum Rand, Ast rein. Ja, okay, also erster Vorgang, natürlich ausrichten hier auf die Scheibe hinten. Okay, der muss natürlich ein bisschen verdreht werden. Okay, ich denke, das müsste passen, dass der zumindest irgendwo auf dem Papier ist. Da ist eine sehr große Scheibe. Ich probiere es einfach. Erster Schuss. Jetzt wird spannend. Ich schieße zwar mit Schalldämpfer, aber wenn man viel schießt, nehme ich immer den Hörschutz. Okay, dann kriege ich aber noch ein bisschen eine hohe Vergrößerung hier. Nochmal scharf stellen. Ja, und von dem Bild bin ich schon mal beeindruckt. Glasfaser-Leuchtpunkt. Sehr präzise, sehr genau. Das ist super. Okay, erster Schuss auf die Scheibe. Ich hoffe, der ist drauf. Aber ich gehe davon aus. Ich halte jetzt einfach mitten drauf. Jo, der ist drauf, der ist schon mal gut. Soll ich für dich spotten? Spotten, du kannst, ja, du könntest mit dem Spektiv gucken, brauchst du aber nicht wirklich, weil ich hier mit 20-fach so eine gute Vergrößerung habe, Axel, dass ich sehe genau, wo der Schuss liegt. Ja? Ja,
kriegst du von mir demnächst wieder schlechtere Optik, dass ich wieder gebraucht werde, oder? Es ist kristallklares Bild, also das ist Hammer. Damit kannst du spotten. Da brauchst du im Moment da brauchst du gar keinen Spotter mit Spektiv. Okay, was musst du korrigieren? Ich muss jetzt gucken, da ist leider keine Zentimeter, aber ich mache das jetzt, ich kann das anhand der Scheibe nebenan ungefähr beurteilen. Ich würde mal sagen, so weiß nicht, so ja, 8 nach links und 6 hoch mache ich mal. Ich mache 8 nach links, 8 und ich mache 6 hoch. Ja, okay, zweiter Schuss. Ich schieße jetzt aber auf die linke DD-Optics-Scheibe, weil da ist auch Zentimeter drauf. Ich weiß jetzt, dass der drauf ist. Und da schieße ich auf den unteren Punkt. Hervorragend. Der Höhe ist genau richtig und der ist 1 Zentimeter rechts. Also da war ich schon gut. Ein rechts, jetzt habe ich hier Wind von links. Also ich würde mal sagen, die Waffe ist eingeschossen. Ja? Mit dem einen nach rechts könnte man korrigieren, aber wir haben hier Wind von links. Auf 100 Meter macht das nicht so viel aus, aber der ist stark hier. Der hat hier 8 Meter die Sekunde. Also vom Gefühl her würde ich sagen, das passt. Ja, ich lasse es so. Ich lasse das so. Ich schieße jetzt 200 Meter, da kriege ich mehr Gefühl dafür. Also ja, 2 Schuss eingeschossen. Ja. Hier ist die Muni und das ist schon mal gut. Jetzt gehe ich in meine App, berechnen 200 Meter und da sagt er mir jetzt hier 5,6, also 6 Klicks oder 0,56 MRAD. Das sind 6 Klick, 11,2 Zentimeter Korrektur. Ich möchte natürlich wissen, ob das Zielfernrohr auch das macht, was es tut. Also werde ich hier heute verstellen und nicht irgendwie halten. Und da werde ich, upsala, da werde ich 6 Klicks machen, also einfach einen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt gucken wir mal bei 200 Meter. Ja, und da bin ich gespannt auch, ob wo der Schuss liegt, ob der jetzt noch viel weiter rechts rüber geht. Ich gucke noch einmal hier die Kamera, dann können wir den Schuss ja auch filmen. 200 Meter. Und ich mache jetzt mal keine Wind, ja doch, ein bisschen sehe ich es Wind. Ich halte mal ganz leicht links. Jo. So, das sieht schon gut an. Ja, der ist genau, die Richtung ist perfekt, also das passt. Da habe ich dann doch den richtigen Riecher gehabt mit dem einen rechts. Ja, und der ist ein Hauch hoch, weil wir haben ja hier auch etwas mehr, aber das ist okay. Also der ist halt 2 cm hoch, aber dafür ist auch aufgerundet. Perfekt, also im Moment richtig gut. So, und was mir halt hier bei dem Zielfernrohr auffällt, das hat wirklich eine glasklare Optik, auch wenn ich ein bisschen Mirage habe hier, aber auch die Helligkeit und der Kontrast so in allem, das Bild ist Hammer und ich habe halt ein riesen Sehfeld. Das ist genial. Das ist hier beim Schießen auf der Bahn gut, aber auch beim Jagen natürlich, wenn man sieht, wie das Wild zeichnet, obwohl man in einer hohen Vergrößerung ist. Wenn man mit der hohen Vergrößerung schießt, man geht ja immer ein bisschen raus, aber durch das große Sehfeld sehe ich halt genau, was passiert. Gefällt mir gut. Okay, ich würde sagen, da bleibt wieder nur eins, die 300 Meter berechnen. Da sagt er wieder 1,35, ja, ich gehe wieder auf 1,4. Das waren 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Und man muss ja bedenken, das ist ein Prototyp. Ja? Der ist ja eigentlich zum Testen. Und der ist ja gebaut worden. Und der wird ja vielleicht noch modifiziert, oder? Ja, da kommen noch andere Türme dran, ja. Das heißt, da werden ja jetzt noch alles, was noch verbessert werden kann, wenn wir noch was finden, wird das noch. Aber jetzt im Moment, also auf Anhieb,
Ja, ich finde irgendwie nichts, was man verbessern kann, ne? Ja, die Türme werden noch ein bisschen breiter. Okay, die Türme werden anders. So, wie man hier sieht, sind die ja noch so ein bisschen pipselig, ja, weil wir da ganz einfach die Türme von der NFX genommen haben. Okay. Die Optik ist aber doch etwas größer, etwas breiter und da machen wir natürlich noch breitere Türme hin. Okay. Okay, gut, das ist natürlich dann bei der DDMP hat man ja auch andere mit einem anderen Zero-Stop und so weiter. Genau, da kommt noch ein bisschen was anderes hin. Aber jetzt so vom Schießen, vom Handling, auch von der Kompaktheit her hier, vom Bild, von der Verstellung, wenn der jetzt auf 300 Meter auch alles macht, ist es eigentlich schon so gesehen durch, so für mich. Weil ein Zielfernrohr, was auf 300 Meter auf Anhieb so gut funktioniert, ist einfach top. Okay, ich habe jetzt 3 Schuss verschossen. Ich nehme den 4. für die 300 Meter. Verstellt habe ich. Ich muss nur gerade den noch rüberbringen. Kannst du ja mal draufhalten. Ja, ich muss ein bisschen korrigieren. Ich sehe es ja am Flimmern. Da ist schon ein bisschen Wind. Also es ist auch böig hier. Das ist die Schwierigkeit. Gut, an der Mirage sieht man natürlich immer, wie die Luft strömt. Ah. Schaffst du es alleine oder soll ich spotten? Ich brauche keinen Spotter. Ach Mann, ich bin völlig sinnlos hier. Ja, der Spotter ist im Moment gut, wenn ich nicht treffe, damit ich weiß, aber ich sehe das ja selber, wenn ich nicht treffe. Na gut, dann gib ihm. Ja, den hat man ja deutlich gehört. Ja, ich würde auch sagen, ist auch Volltreffer, auch wieder ein Hauch hoch, weil ich eben aufrunde hier. Ja, also im Moment muss ich sagen, also es macht wieder mal, ich kenne es ja eigentlich nicht anders, ja, muss ich leider so sagen. Es macht genau das, also auf einen Zentimeter funktioniert, Absehen, Verstellung, perfekt. Mehr geht nicht. Bis jetzt ein Durchmarsch. Ja, ich muss jetzt den Wind, ich habe ein bisschen links gehalten und der ist, ja, da ist halt böig, ja, ist halt böiger Wind. Jetzt kommt der Wind wieder auf. Aber, was willst du machen? 2, 2, 3, okay, dann machen wir 2, 1, 2. Ich mache 2,2 MRAD, habe also hier 22 Klicks von der ursprünglichen Verstellung. 5. Und wir haben ja schon viel geschossen hier und viel gemacht und manchmal gehen ja auch Sachen richtig schief, ne? Der Axel weiß das. Und, aber also im Moment, ja, 100% würde ich sagen, ne? Ja, ja, jetzt gehe ich auf 400 Meter. Ja. Ich gehe auf die 400 Meter, stelle mir das Bild wieder scharf und jetzt sehe ich da unten schon, da ist schon Wind, ne? Also, ich halte jetzt mal auf die linke Platte, dann hoffe ich, dass das irgendwie funktioniert. Das ist der Hammer, ey. Das ist wirklich ein Durchmarsch. Es ist jetzt der Hammer. Das Ding liegt wieder in der Richtung richtig gut. Wieder ein Hauch hoch. Das heißt, vielleicht muss ich hier ein bisschen Geschwindigkeit anpassen. Ich habe auch halt in der App, ja, ich habe auch die Daten gerade eben eingegeben hier ins App, ne? Weil das ist nicht mein Handy. Ich habe ein neues Handy. Meine Daten sind alle weg auf der Stellog-App. Und ich habe jetzt das Handy vom Axel, musste das eben hier eingeben. Und dafür funktioniert das schon verdammt gut, ne? Alter Schwede, ey. Axel, 500 Meter? Ja, mach mal. Läuft ja gerade. Es läuft. 3,2. Okay. 1, 2. 3,2. Und der war jetzt immer so ein Hauch hoch. Ich mache gar nichts anders. Ich schieße jetzt einfach 500 Meter. Ja, lass die Glocke bimmeln. Und 500 Meter, das sage ich ja immer, in Videos haben wir ja schon öfter geschossen, ist immer so ein bisschen so meine Angstplatte, weil die ist 500 Meter ist schon echt weit und ja, die Platte ist auch ein bisschen kleiner. Also wenn der Umstieg von 4 auf 500 Meter ist schon heftig. Okay, aber genug geredet, jetzt wird geschossen.
Alter. Jetzt habe ich... Also ich muss sagen, mehr geht nicht. Ja? Mehr geht nicht. Ich habe hier wieder eine Kombination. Ich meine, eine Zieloptik ist, eine Waffe ist entscheidend natürlich, die muss schießen mit der Munition, das weiß ich, die schießt einfach. Ja? Und da muss aber auch das Zielfernrohr muss auch passen und auch die Verstellung, die müssen auch genau sein. Ja, darf ich dich aber noch korrigieren? Es geht mehr. Es geht du mehr. Hast noch 4 Schuss. Ja, es geht mehr. Also 500 war mein Ziel, weil das ist eine Jagdwaffe, eine Waffe, die bis 500 Meter schießt und so und alles funktioniert. Ey, also das ist schon, ist echt großes Kino. Ne? Das darf man mal nicht unterschätzen. Wir machen das hier oft und wir nehmen das schon manchmal so selbstverständlich, aber und wir haben Wind hier, also das ist schon richtig gut. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, ja, oder ich könnte jetzt mal unsere 810 machen, probieren. Nee, mach sauber. 600 ist der nächste. 600 machen? Du hast ja noch 4. Ja, das reicht doch. Wenn das so weitergeht, dann reichen die ja vollkommen. Ich weiß ja nicht, ob... Ich könnte natürlich jetzt wieder auf 0 gehen und noch mal 100 Meter Schuss machen. Machen wir nachher. Ganz zum Schluss machen wir noch mal 100 Meter. 1, 2, 3. Ist wieder aufgerundet. Ja. Jupp. Ja, ich habe den erst nach deinem Jupp gehört. Ich habe jetzt ein bisschen viel Wind gehalten, jetzt gerade windstiller. Das siehst du sofort auf der Platte, ne? Ja. Komm, nicht lang fackeln. Du willst die 810. Du willst, soll ich 810 machen? Oder, ja, mach 810 jetzt. Ach komm, machen wir 700. Jetzt machen wir es auch richtig. Jetzt machen wir. Aber mein Arm fängt langsam an weh zu tun. 1, 2, 3, 4. So, ich mache nochmal Stellungswechsel hier. Jetzt machen wir es auch anständig durch. Jetzt. Okay? Jo. Hey, 700 auch? 700 auch? Das ist ja wie Weihnachten. Kann man mit der Optik daneben schießen? Nee, geht nicht. Bin ich Nee, geht nicht. 6,8 jetzt. 1, das sind 7. Dann gehe ich mal zurück auf 8. Und der ist tendenziell, das müssen wir mal gucken, die sind immer ein bisschen hoch, ne, der letzte. Ja, das wird schon passen. Das Einzige, so, guck mal bitte hier, geh bitte noch mal einmal hier hin, Axel. Ja, ich komme ganz vorsichtig rum. Auch noch mal zeigen hier, dass ich hier nichts irgendwie mehr verschossen habe, sondern ich nehme jetzt die 9. für die 810 Meter. Und wenn das Ding jetzt auch noch trifft, dann drehe ich durch. Das will ich sehen. Gerade gucken wir im Wind. Das ist gerade schön ruhig. Ja. Ist er drauf? Ist er drauf? Ja, ich habe ihn gehört. Ich habe leider nichts gehört. Ich kann es kaum sehen wegen der Mirage. Ja. Der ist oben. Ja, der ist oben drauf. Links oben, oder? Der ist drauf. Ja. Alter, ey, was ist denn hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, ich bin, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Einsetzen oder sind wir zufrieden? Ja, mit dem mache ich jetzt noch irgendwas. Ich kann noch was wir noch machen? Wir gehen jetzt zurück auf 100 Meter. Ja. Ja, genau. Und gucken, ob die wieder ganz genau dort liegt, wo sie hingehört. Ja, genau. Weil das ist ja das Wichtigste, dass die auch, wenn ich wieder zurückkomme, wiederhole genau wieder da ist, wo ich angefangen habe. Die haben wir noch übrig dafür. Lass mich nur ein kurzes Statement machen. Also, liebe Jäger, ich bin wirklich, wirklich richtig begeistert. Also das ist auch für mich, auch wenn ich oft schieße und viel mache hier, das ist nicht hier alltäglich und das ist wirklich eine Traumkombination hier, ne, würde ich sagen. Also so ein Durchmarsch. Ich drehe jetzt auf 0 und schieße nochmal auf 100 Meter und dann schauen wir mal, ob die auch wirklich wiederholgenau ist. Ja. Und wenn der Schuss innerhalb von 2 cm liegt, also Schützenstreuung, Munitionsstreuung, dann denke ich, ist das... Dann war es der Wind. Das himmlische Kind. Jetzt weiß ich nicht genau, wo 0 ist, da oder da. Ich gehe mal davon aus. Also, 100 Meter Schuss nochmal. Ich filme hier aber auch nochmal.
Ja, dass jeder das sieht, wo der rauskommt. Wir wollen das ja auch dokumentieren. ...100 Meter. Und da gehe ich wieder auf die linke, scharf stellen. Jawohl. Der ist im Grunde da, wo er soll. Jetzt ist Wind ist ein bisschen rechts. Einmal frei, einmal frei. Also ich würde jetzt tatsächlich generell noch einen nach links klicken für 100 Meter. Ja. DD Optics 2,5 bis 20 x 56 NFX. Damit kann man gut schießen. Damit kann man sogar hervorragend schießen. Ja, und hier die 6.5 Creedmoor, das ist ja meine Jagdwaffe, mit der ich hauptsächlich jagen gehe. Heute haben wir hier zum Test für das Zielfernrohr eigentlich Long Range gemacht. Das ist ja Long Range Shooting und das mit einer Jagdwaffe und mit einem Zielfernrohr perfekt für die Jagd. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das, wofür das eigentlich bestimmt ist. Und damit gehen wir jetzt auf die Jagd. So machen wir das. Geil, Hammer, Hammer, Hammer. Unfassbar gut. Unfassbar gut.